frisch ist es. Meine Güte, ist der Himmel nass und grau, schaut einfach Richtung Himmelblau. Wobei nass passt nicht so, ne? Ich weiß gar nicht, ob ihr das auf dem Video sehen könnt. Es fängt ja schon wieder leicht an zu schneien. Ich war ja ganz froh, dass der Schnee wieder weg ist, aber jetzt scheint er wieder zu kommen. Es ist auf jeden Fall kalt. Ungemütlich kalt, ne? Am liebsten würde ich jetzt irgendwo sein, wo es schön warm ist. Und wenn es nur eine Sauna ist, ne? Also, in diesem Video hätte ich euch am liebsten ein fertiges Saunakonzept präsentiert, also hier auf diesem Anhänger. Aber bei dem Projekt ist so einiges in die Hose gegangen. Ein paar Sachen habt ihr gesehen. Wir wollten ja ursprünglich unseren Saunaofen mit so einer Powerstation betreiben. Das hat nicht so ganz funktioniert. Und Anfang Dezember habe ich halt angefangen, Material zu bestellen und in die Planung zu gehen. Die Planung haben wir euch auch gezeigt. Also wir wollten ja halt einfach eine Sauna haben, die du unabhängig hier auch von dem Anhänger betreiben kannst. Also wo du mit dem Anhänger runterfahren kannst, wo so Stellfüße an den Seiten sind, dass du die hochschrauben kannst und dann fährst du den Hänger runter und dann fährst du die Sauna wieder drauf und dann kannst du halt damit mobil unterwegs sein und die Sauna überall dahin fahren, wo du halt Sauna genießen möchtest. Im Idealfall dann halt auch am Meer oder sowas. Das war zumindest die Grundidee. Und ich habe diesen Trailer hier gefunden. Von den Maßen passte der eigentlich soweit ganz gut, zumindest online. Das ist hier ein 2000 Kilo Anhänger, beziehungsweise kannst du 1650 Kilo zuladen. Und da dachte ich, das passt allemal. Also gewichtstechnisch komme ich locker hin. Und auch die Höhe, das passte alles wunderbar. Naja, und ich habe das Ding halt per Express bestellt, aber es wurde nicht geliefert. Und dann habe ich nachgefragt, Leute, ich habe das Ding bestellt hier, ne? Ich habe ein Projekt, ich muss eine Sauna darauf bauen, ich will halt Videos produzieren, ich will unseren Zuschauern zeigen, wie wir hier auf so einen Anhänger was richtig, richtig Schönes und Cooles bauen können. Und dann ist dieser Anhänger nicht gekommen. Und es verging Woche um Woche und ich musste immer mehr kotzen und dachte so, ey, das kann doch nicht sein, dass die diesen Anhänger jetzt nicht liefern. Ne? Wo ist denn deren Problem? Ich habe doch extra per Express bestellt und auch per Express bezahlt. Ja, und das Ding ist halt einfach nicht gekommen. Und irgendwann haben die sich bei mir gemeldet und haben gesagt, so, jetzt wären wir soweit, wir würden dir jetzt diesen Anhänger liefern. Also es war natürlich Weihnachten drumherum, muss man halt sagen, fairerweise natürlich ein paar Feiertage, aber nichtsdestotrotz hier Mitte Januar haben die das Ding hier halt geliefert und Anfang Dezember habe ich es bestellt. Es dauerte eigentlich zu lange. Also es sollte in Wirklichkeit zwischen 1 bis 9 Tagen geliefert werden. Hat schon mal nicht funktioniert, ja. Und dann haben die das Ding hier hergerollt und ich habe relativ schnell festgestellt, oha, hier, das ist ja ein feuerverzinkter Stahlanhänger. Also das ist hier alles Stahl. Ne, hier die Klappen sind Alu. Aber das Grundgerüst ist halt Stahl und zwar hier feuerverzinkt. Blöderweise fängt das Ding hier überall an zu rosten. Ne? Also du siehst hier an allen Schnittkanten, überall wo halt geschnitten wurde, dass das Ding anfängt zu rosten. Und da muss ich mal sagen, entweder das ist immer so, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich vermute mal, die haben diese ganzen Materialien erst Feuer verzinkt und dann anschließend geschnitten. Und überall an den Schnittkanten fängt das Ding jetzt hier richtig, richtig an zu gammeln und zu rosten. Und wie gesagt, das ist ein neuer Anhänger. Aber das ist noch gar nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dass sie einen Anhänger geliefert haben, der nicht die Maße hat. Also, das Ding ist viel höher, breiter, das ist jetzt nicht so schlimm. Also auf jeden Fall passen die Maße überhaupt nicht. Und das Schlimmste ist ja, und wenn ihr unser Konzept gesehen habt, dann ist das Schlimmste halt die Höhe. Die Ladehöhe ist hier bei 72 cm und das passt gar nicht mit unserer Planung. Denn wir wollten ja in der Tat diese Stellfüße außen haben, dass du diesen Sauna-Container oder halt diese ganze Sauna halt vom Anhänger runterheben kannst. Und dafür habe ich halt Stellfüße, die man so drehen kann. Aber natürlich kannst du nicht unendlich hoch damit werden. Und es hat ja auch noch viele andere Nachteile, wenn du zu hoch bist. Also nicht nur, dass du windanfälliger bist, nicht nur, dass du eine andere Stufe brauchst mit anderem Trittmaß, aber halt primär halt diese Stützen, die reichen halt nicht für 72 cm. Jetzt habe ich diesen Hersteller angeschrieben bzw. angerufen und gesagt, Leute, ich habe einen Hänger auf eurer Internetseite bestellt. Da steht halt ein anderes Lademaß drin und außerdem zusätzlich, das Ding gammelt mir hier vor der Tür jetzt schon weg und es ist gerade mal 1, 2 Tage hier vor der Tür.
Ja, und zu dem Rost haben die gesagt, das wäre ja normal bei so einem Anhänger. Das ist halt so. Da muss ich mich halt mit abfinden. Ne? Und zu dem Maß, da haben sie sich entschuldigt, haben gesagt, ja, ist das falsche Maß, das stimmt, da hast du recht. Aber damit kannst du doch auch leben, oder? Und ich habe dann halt gesagt, nee, damit kann ich nicht leben. Das ist für mich maßgeblich. Also ich brauche halt unbedingt dieses Maß. Bitte holt das Ding wieder ab. Ne? Wurde halt, wie gesagt, geliefert. Und ja, jetzt bin ich mehr oder minder im Rechtsstreit mit denen, weil die nicht bereit sind, diesen Anhänger wieder abzuholen. Und das ist natürlich richtig, richtig scheiße. Also nicht nur Rost, sondern halt die Maße passen nicht. Und was auch noch meine riesengroße Baustelle ist natürlich, ich habe gar keine Zeit mehr, weil wir im Februar richtig coole Sachen machen. Ihr werdet es in den nächsten Videos sehen. Es hat auch ein bisschen was mit Richtung Himmelblau zu tun. Und mit unserem Kernthema. Denn unser Kernthema hier auf diesem Kanal, das ist ja auch eigentlich nicht der Saunabau, wobei wir haben ja auch unseren blauen Sprinter mal irgendwann zum Wohnmobil umgebaut. Aber es ist natürlich primär die Suche nach dem blauen Himmel. Und ja, diesen Wunsch erfüllen wir uns jetzt im nächsten Monat wieder. Deswegen habe ich eigentlich keine Zeit mehr. Und jetzt bin ich mit den Jungs hier im Rechtsstreit, weil die diesen Hänger nicht abholen wollen. Und es nervt mich alles tierisch, tierisch an. Also schreibt mal in die Kommentare, wem von euch ist sowas auch schon mal passiert? Ihr habt online was bestellt. Also jetzt hier, ich meine, bei der Geschichte, ich kann es natürlich auch ein bisschen nachvollziehen. Es ist jetzt halt auch nicht so günstig, so einen Hänger zu liefern. Ne? Da kommt halt extra ein Spediteur mit diesem Hänger dran, der liefert den, stellt den vor die Tür und dann fährt er wieder weg. Ne? Gut, hat auch 150 € gekostet, die Lieferung. Das kann man ja auch fairerweise dazu sagen, aber trotzdem, ich meine, das ist ja ein Sachmangel. Ich habe hier einen Hänger, der fängt sofort an zu rosten. Ich habe einen Hänger, der hat komplett andere Maße als im Internet angegeben. Ja, aber wie gesagt, der Verkäufer ist jetzt nicht bereit, diesen Hänger zurückzunehmen. Und mir bleibt am Ende nichts anderes übrig, als ja, damit dann jetzt vor Gericht zu gehen und dieses ganze Teil jetzt erstmal beiseite zu stellen und uns um andere Dinge zu kümmern. Naja, was soll's, ne? Trotz alledem, Leute, ich hoffe, ihr könnt es verstehen, dass jetzt diesmal nur so ein Video kommt. Ist natürlich für mich persönlich am beschissensten. Am liebsten hätte ich euch halt, wie gesagt, ein fertiges Saunakonzept gezeigt, wie ich das Ding gebaut hätte und vielleicht auch schon gezeigt hätte, wie wir damit durch die Gegend fahren. Aber so ist es halt, ne? Also in diesem Projekt ist halt mal gefühlt fast alles in die Hose gegangen, bis zum falschen Anhänger mit den falschen Maßen rostend. So ist es leider. Also in diesem Sinne, Leute, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns im nächsten Video und das kann ich jetzt wirklich versprechen. Im nächsten Video, da wird es richtig, richtig spannend. Bleibt dran, gebt diesem Video bitte einen Daumen nach oben, auch wenn der Inhalt des Videos jetzt nicht so spannend ist und auch nicht so erfreulich. Aber auch das würde ich euch hier natürlich erzählen wollen, weil das ist der Grund, warum wir jetzt nicht weitermachen können mit der Sauna. Wir müssen erstmal zusehen, dass der Händler da ein Einsehen hat, den Hänger zurücknimmt und wir den passenden Hänger bestellen können. Und aber das alles erst in ein paar Monaten oder Wochen. Ich weiß noch nicht so genau. Auf jeden Fall nicht als nächstes. In diesem Sinne, Leute, macht's gut, haltet die Ohren steif und passt auf, dass ihr die richtigen Maße erwischt. Tschö mit Ö.